Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School wollen wir unsere Wurstsemmel loswerden und einen richtig harten Schuss vom einen Bein entwickeln. Ich zeige euch, wie das geht. Legen wir los. So, es gibt im Grunde genommen zwei Wege, einen Handgelenkschuss zu machen. Den Standardweg, habe schon ein Video dazu gemacht, quasi vom Zweibeine und den einbeinigen Handgelenkschuss. Und ich finde, es ist wichtig, dass man beides kann. Welches man als erstes lernt. Früher hat man immer gesagt, man immer auf zwei Beine schießen und dann vielleicht irgendwann später auf einem Bein nur. Ich finde, manche Kinder lernen es besser vom einen Bein, manche vom zwei Beine. Von daher ist mir nicht so wichtig, welche Art vom Handgelenkschuss du als erstes lernst, aber man sollte beides können. Und das größte Problem mit dem einbeinigen Handgelenkschuss ist, dass man nicht den Kraft aus den Beinen erzeugen kann oder nicht ganz so viel Kraft aus den Beinen erzeugen kann wie beim zweibeinigen. Und somit bekommen viele Spieler und Spielerinnen Probleme und dann kommt meistens so ein Schuss raus. Der sogenannte Wurstsemmel. Und wir wollen das heute ändern. Also, was wir als erstes machen wollen. Ich empfehle immer dabei, zuerst vom zwei Beine zu schießen, aber meine Füße zeigen zum Tor wie beim einbeinigen Handgelenkschuss. Okay? Und was dabei wichtig ist, dass ich in der Hocke bin und wir diese Push-Pull-Bewegung üben. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was Push-Pull ist, auf Englisch schieben und ziehen. Meine untere Hand pusht, also schiebt, drückt ins Eis rein und gleichzeitig zieht meine obere Hand zurück. Somit kann ich guten Flex entwickeln auf meinem Schläger. Und das ist der allerwichtigste Punkt hier bei diesem Schuss. Und das ist, was wir als erstes üben. Meine Füße zeigen zum Tor. Ich versuche nur aus den Armen zu schießen am Anfang. Schiebe mit meiner unteren Hand und zieht mit meiner oberen Hand. Natürlich ist es so nicht ganz so einfach, Kraft zu erzeugen, als wenn ich ein bisschen abstoßen würde auf einem Bein. Aber mir ist es einfach wichtig, dass wir diese wichtige Push-Pull-Bewegung lernen. Druck der unteren Hand ins Eis und wie ihr seht, wenn ich nochmal zusätzlich ziehe, dann kann ich mehr Flex erzeugen. Steht es nicht so, weil dann kommt ein Lupfer raus, steht über die Scheibe und die Scheibe ist ungefähr in einer Linie mit der Mitte von eurem Schlittschuh. Anschließend können wir es selbstverständlich dann vom einen Bein üben und da kommt öfters das allergrößte Problem, dass die Spieler und Spielerinnen hochkommen oder der Puck in diese Richtung gehen soll und wir fallen weg von meinem Fläche in diesem Fall. Wenn wir bei diesem Schuss Kraft erzeugen wollen, muss ich über die Scheibe sein. Ob mein Oberkörper so ist oder ein bisschen aufrechter ist, ist es nicht so wichtig, aber nicht nach hinten, nicht in der andere Richtung, weil ich muss Druck über meinen Schläger auf die Scheibe ausüben. Einmal noch. Lehnt euch auf euer Schläger. Push, pull. So, ein kleiner Tipp und das hat mir unheimlich geholfen mit diesem Schuss. Dieser Schuss war immer wirklich meine Schwachstelle. Es ist immer noch nicht das Beste im Vergleich zu einigen anderen Profis, aber es ist deutlich besser geworden. Und wenn man Flex erzeugen möchte, zieht die Scheibe ein bisschen zu euch rein. Schau mal, was passiert mit meiner oberen Hand. Ich habe die Scheibe zu weit draußen hier. Ich kann nicht wirklich viel Kraft erzeugen. Jetzt ziehe ich meine obere Hand, die Scheibe zu mir und automatisch fängt meine obere Hand rauszukommen. Wenn meine obere Hand weit rauskommt, und das ist mein Ziel, kann ich sie mehr nach hinten ziehen. So, einige Coaches sagen, dass der obere Hand hier oben sein muss, den Ellbogen ganz hoch. Einige sagen eher, wir ziehen es wieder runter zum Bauch. Ich finde, es sind zwei unterschiedliche Stile. Hauptsache, man erzeugt viel Flex. Also entweder du ziehst es hier zur Brust oder du ziehst es wieder nach unten.
für mich nicht ganz so wichtig. Das macht vielleicht nur die paar Prozent am Ende aus für einen absoluten Profi. Und viele Coaches streiten sich immer noch darüber. Von daher einfach wichtig, die obere Hand wieder zurückzuziehen. Und das ist so hilfreich, wenn man die Scheibe zu sich zieht, weil die obere Hand kommt raus und dann kann ich es besser nach hinten ziehen. Was noch hilfreich dabei ist, wenn ich die Scheibe zu mir reinziehe, ist, dass ich den Winkel für den Torwart ändere. Die Scheibe ist hier, Torwart muss immer mittig zur Scheibe stehen. In dem Moment, wenn ich die Scheibe zu mir reinziehe, dann muss der Torwart auch in dem Moment kurz in diese Richtung kommen und das ist bei so einem schnellen Schuss nicht so einfach. Was wir dann als nächstes machen, ist versuchen, wirklich Kraft aus den Beinen zu erzeugen. Das ist nicht unmöglich bei so einem Schuss, aber einfach ein bisschen schwieriger. Was wir jetzt machen wollen, ist von meinem Außenbein, also quasi von meinem linkes Bein auf mein rechtes Bein springen während der Schussbewegung. Und es hilft unheimlich, finde ich, wir machen es auf den Trockenen mit unseren Spielern, wenn ich das ohne Scheibe erstmals mache. Gewicht auf mein Außenbein, spring, und in dem Moment schiebe ich meine Hände nach vorne. Bap. Bap. Nicht zu früh, nicht so. Bum, bum. Und nicht zu spät. Okay? Timing ist das Allerwichtigste. Gleichzeitig. Bum. Und dann kann man nicht in alle Situationen, weil in manchen Situationen kann man diesen Sprung nicht richtig gut einbauen, aber in viele Situationen kann man das schon. Und wir wollen dann versuchen, abzuspringen und gleichzeitig diese Push-Pull-Bewegung zu machen und zu schießen. Und so kann ich ein bisschen mehr Kraft erzeugen. So, manche werden sich fragen, okay, ist es besser, einen Zweikontaktschuss zu machen mit einem kleinen Snapper oder die Scheibe auf eure Schläge die ganze Zeit zu haben. Das ist wirklich Geschmackssache. Ich glaube, ich mag es mit einem kleinen Snapper, aber ist nicht wichtig. Schauen wir mal, wie ich das mache. Man hört da ein kleines Klick. Das ist der Snap, aber ich könnte es auch so machen. Ohne Snap. Okay, also das hier ist zum Beispiel eine Situation, wo ich sehr gut diesen Sprung benutzen könnte im Spiel, ist, wenn ich zum Tor laufe und einen Pass von der Seite bekomme, als Reckschütze, vom Linksschütze, wenn ich den Pass vom drüben bekommen würde. Und wenn ich normal schießen würde, dann würde ich die Scheibe so annehmen müssen, ein bisschen drehen, beziehungsweise ich würde eigentlich zum Tor laufen. Ich würde sie so annehmen und so schießen. Das ist ganz okay, aber es dauert, finde ich, ein kleines bisschen länger, als wenn ich sie einfach mit Timing, mit Fußbewegung, mit einem Sprung annehmen würde und gleich schießen würde. Schauen wir uns das so an. Ich bekomme den Pass und die Scheibe ist sofort weg. Und ich habe gerade den Torwart zweimal im Hals getroffen. Jetzt werde ich versuchen, das ist natürlich schwer zu zielen, so ein Schuss, aber wichtig ist, man muss überlegen, der Torwart ist drüben, der Pass kommt quer. Wenn ich den Schuss schnell los wäre, ist es in diesem Fall wichtiger, als wenn es genau, punktgenau kommt. Also probieren wir es nochmal. Und ich denke, der wäre reingegangen im Spiel. Oh, no chance! No
Also Leute, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Schießen vom einen Bein ist unheimlich wichtig. Man sollte es auch können. Ist schwieriger für mich, als vom 2 Beinen zu schießen. Deshalb muss man es einfach üben. Wenn ihr Videos von euch beim Schießen dreht und sie postet, taggt gern unser HC Landsberg Nachwuchs Instagram-Konto mit dem Hashtag NoMoreWurstsemmel. Wir wollen auch, dass unsere Kinder im Verein viel an ihr Schuss daheim arbeiten. Wenn das Video euch gefallen hat, vergesst nicht auf Like und Abonnieren zu klicken. NoMoreWurstsemmel. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School. Oh, yes!